Zum Release der PSVR 2 möchte ich euch ein möglichst objektives und hype-befreites Review ins Haus liefern. Darüber hinaus sprechen wir über meine Erfahrungen der letzten Jahre mit PC VR und ziehen einen Vergleich mit Sonys zweiter PSVR-Generation. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die PSVR 2 wurde selbst gekauft und aus eigener Tasche bezahlt. Es gibt demzufolge keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer einer Affiliate-Partnerschaft irgendeines Unternehmens. Doch nun kann's losgehen. Damit ihr meine Erfahrungen besser einordnen könnt, mein Fazit, mein Feedback, möchte ich euch meine bisherigen Erfahrungen der letzten VR-Jahre kurz zusammenfassen. Ich bin seit Oculus DK vor einigen Jahren auf den VR-Zug aufgesprungen und wenn ich abseits meiner Videoerstellung für euch im Simulator sitze, bin ich zu 90% mit VR via PC unterwegs in meinen Simracing-Anwendungen. Meine Erfahrungen reichen von Oculus DK1, 2, CV1, Quest 1, 2 über HTC, Samsung Odyssey, HP Reverb G1 und G2, Valve Index, Pimax 5K und 8KX und auch Testrunden mit High-End-Dingern wie Vario waren mit dabei. Weiters hatte ich den Vorgänger PSVR 1 sehr lange im Haus, um auch hier Vergleiche mit der jetzigen PSVR 2 ziehen zu können. Mein Daily Driver in Sachen PC VR und auch hier im Testcenter ist seit längerem nach wie vor HP Reverb G1, doch darüber sprechen wir dann etwas später. Kapitel Nummer 1, Preis und Lieferumfang. Die PSVR 2 kommt zu euch um 5,99 samt 2 Controllern und hier bietet sich der Vergleich mit meiner hauptsächlich im Einsatz befindlichen HP Reverb G1 im selben Preisbereich an. Diese kommt ebenso mit 2 Controllern zu euch ins Haus und viel mehr Spannendes gibt's hierbei nicht zu berichten. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 2, die Ausstattung und die technischen Details. Dahingehend gibt es bereits reichlich Content im Netz, darum möchte ich mich hierbei wirklich kurz halten. Beide Systeme basieren auf dem Inside-Out-Tracking, das heißt etwaige Basisstationen, wie ihr dies von einer Valve Index beispielsweise kennt, die für das Tracking nötig sind jetzt bei PSVR 2 oder bei meiner HP Reverb obsolet. Bei den Linsen setzen beide Anbieter auf die Fresnel-Technologie mit einem sehr ähnlich großen Field of View, das ist das Sichtfeld, von rund um die 110 Grad. Die Auflösung des Panels beträgt bei der HP Reverb 2160 x 62 und 2000 x 2040 bei PSVR 2. Die maximale Refresh-Rate des Displays liegt bei PSVR 2 mit 120 Hz über der Bildwiederholrate von 90 Hz bei der HP Reverb. Mit einem OLED bietet PSVR 2 verglichen zu LCD bei HP Reverb ein wertigeres Display. Ebenso kommt PSVR 2 mit einer manuellen IPD-Einstellbarkeit daher, die bei HP Reverb G1 nur softwareseitig möglich ist. Alle weiteren Details sehen wir uns dann am besten live auf der Rennstrecke an und sprechen darüber, wie sich diese ganzen Unterschiede für euch bemerkbar machen. Denn nur darauf kommt es dann unterm Strich an. Sprechen wir in Kapitel Nummer 3 noch kurz über die Kompatibilität. In Sachen Kompatibilität seid ihr mit PSVR 2 zu Release, Stand Februar 2023, ausschließlich mit einer PlayStation 5 Konsole kompatibel, wenn das Spiel einen entsprechenden PSVR 2 Support mitbringt. HP Reverb bietet ausschließlich PC-Support. Ein Konsolenbetrieb ist mit einer HP Reverb nicht möglich. Genug Theorie an dieser Stelle. Lasst uns jetzt den Praxistest machen und live auf die Strecke wechseln. Viel Spaß damit. Beim heutigen Rennstreckentest beginnen wir mit der Runde am PC mit meinem Daily Driver, die ich seit langer Zeit im Einsatz habe, eine HP Reverb G1. Und beim Aufsetzen dieses Ding, dieses übliche Cappy-Design, Souvenir Cap, ihr habt hinten dieses Ding, zieht dies drüber und dann könnt ihr gut erkennen, im Vergleich jetzt zur PSVR 2, du hast hinten eine flache Seite hinten am Kopf und bist dann auch, wenn du dich jetzt zurücklehnst, in Sachen Sitzkomfort hier nicht eingeschränkt. Das heißt, du hast kein breites Kopfband, das hier aufträgt. Das ist schon mal ein Komfort plus jetzt so einer Konstruktion. Der Nachteil so einer Brille ist dann immer zu der, wenn du jetzt nicht dieses Kopfband hast, dass du jetzt über die Stirn hier festzurst, sondern nur diesen Strap, dass dir das Gewicht dieser Brille hier auf dem Gesicht, auf den Wangenknochen hier eher aufliegt. Oder du knallst dies über das Strap so fest, dass dir das rund um die Augen
richtig hier drauf drückt. Sprich auch keine optimale Lösung dahingehend. Jetzt starten wir mal los, hier drehen wir eine Runde. Wir sind heute mit Assetto Corsa, dem alten Assetto Corsa, aber mit allen Mods, die es gibt, über den Content Manager, mit diesen Soul-Mods unterwegs, um das Bestmögliche in Sachen Grafik rauszuholen. Und dies gelingt wunderbar, das sieht aus wie ein zeitgemäßes Spiel. Auch hierzu habe ich für euch mal ein Video hochgeladen. Ich habe mir ein Fahrzeug geschnappt, das wir dann auch bei Gran Turismo verwenden, den BMW M4, gleiche Strecke, Brands Hatch, um den möglichst fairen Vergleich für euch ziehen. Gleiches Starterfeld, KI 20. Und wie sieht es jetzt aus? Bei mir jetzt mit HP Reverb G1. Ich hatte auch die HP Reverb G2 am Start, die ging bei mir zurück. Da hatte ich Riesenprobleme mit diesem Sweet Spot und war mit diesem Ding absolut nicht zufrieden, auch mit der Unschärfe zum Rand hin. Dahingehend jetzt wieder zu HP Reverb G1 zurück. Meine ganzen Erfahrungen der diversen Brillen, über die haben wir gesprochen. Und jetzt die ersten Meter jetzt für euch nochmal kurz zusammengefasst. Ihr werdet von mir keine Videos jetzt in Sachen VR bekommen, wo ich hier sitze und wow und wie geil und wie super ist das. Das geht bei mir nicht mehr, da ich seit vielen Jahren eigentlich ausschließlich nur mehr mit VR unterwegs bin und hier klarerweise auch der Gewöhnungseffekt eintritt. Aber heute soll es ja wirklich um einen objektiven Testvergleich gehen, völlig hypebefreit, um euch jetzt rückzumelden, welche Unterschiede ihr jetzt geboten bekommt zwischen PC VR und unser PSVR 2. Bei PC VR Gaming jetzt hier mit dieser HP Reverb fällt euch ein sehr klares, sehr scharfes, knackiges Bild auf. Das heißt, du hast jetzt hier keine Filter, keinen Effekt jetzt über den Linsen, der hier drüber gelegt wird, um irgendetwas zu kaschieren. Das heißt, du hast ein sehr klares Bild, bei dem du hier jetzt auch eine entsprechende Pixeldichte mit 62 x 62 pro Auge, soweit ich dies noch in Erinnerung habe, anliegen hast. Das heißt, dieser klassische Effekt, du hast zu wenige Pixel pro Inch zu nahe an deinem Auge und kannst dann anfangen, die Pixel zu zählen, wie dies bei diesen damaligen HMDs der Fall war. Dieser Effekt ist mit einer Brille dieser Bauart verschwunden. Du kannst jetzt auch hier nicht beginnen, die Pixel zu suchen. In meinen Augen, dies gelingt im Prinzip nicht. Wenn du hier noch Pixel erkennen kannst, dann hast du eine andere Sehschärfe, womöglich wie ich. Aber auch meine Kunden hier im Testcenter, die bestätigen mir, dies sieht jetzt aus, wie wenn du ein glatt gebügeltes Bild jetzt am Start hast. Wie kannst du so ein Bild jetzt von PC VR Gaming, hier, wir sind jetzt mit einer RTX 3080 12 GB Grafikkarte mit dem Ryzen 5900X Prozessor, 32 GB RAM unterwegs. Und ich gucke hier unten auf meine Auslastung. Ich habe hier die Settings ordentlich hochgeknallt, auch hier mit Steam super Sampling. Eine Auslastung von der GPU, lasst mich gucken, im Bereich von immerhin 80%. So einer, ja, ich würde sagen, Grafikkarte, die in Richtung High-End geht. Das heißt, dieses Ding arbeitet ordentlich hier, auch um diese 90 Bilder pro Sekunde zu halten. Die liegen jetzt schön an, das sieht smooth aus, das sieht flüssig aus. Wie bereits erwähnt, du hast ein glattes, ein sehr klares Bild. Das bedeutet jetzt für dich nicht, dass du ein Bild hier geboten bekommst, wie du auf einen knackscharfen 4K-Monitor guckst. Das wirst du hier nicht geboten bekommen. Das musst dir jetzt auch im Jahr 2023 immer noch bewusst sein. Dies bietet dir VR Gaming in dieser Preisklasse noch nicht und auch in den höheren Preisklassen. Meine beste getestete Brille, das war diese Vario Aero oder wie dieses Ding heißt. Da bekommst du dies in die Richtung eines glatt gebügelten 4K-Bildes mit entsprechender Hardware. Unsummen wirst du dann ausgeben müssen für eine 4090. Um dieses Ding voll auszureizen, die entsprechende Anwendung dazu, das ist weit weg von dem Mainstream-Gaming, von dem Gaming im Bereich, kauf mir eine VR-Headset um 600 €. Ja, wie kannst du jetzt diese Bildschärfe hier vergleichen mit einem Monitor? Ich würde jetzt sagen, das geht in Richtung maximal 1080p auf einem großen Fernseher jetzt, wenn du jetzt auf die Nähe von 70, 80 cm ranrückst.
Das sieht nicht super knackig scharf aus, aber entsprechend scharf, damit du jetzt sagen kannst, okay, ich möchte in dieser VR-Welt längere Zeit verbringen und mir macht dies Spaß. Du müsst jetzt auch immer meine Aussagen jetzt einordnen. Nach jahrelangem VR-Gaming hatte ich schon sehr viele Dinge am Start. Ich habe euch dies alles aufgezählt, Valve Index, alles von Oculus, HTC, Samsung Odyssey, die HP Reverbs, Pimax 5K, 8KX und so weiter und so fort. Und da sind dann die Ansprüche klarerweise immer etwas andere, beziehungsweise die Gewohnheiten. Das heißt, jeglicher Hype, den du jetzt verspürst, wenn du das erste Mal mit so einem HMD unterwegs bist, der wird sich nach 2-3 Tagen etwas legen, nach 2-3 Wochen wird bei dir die Realität einkehren und erst dann wirst du feststellen können, hey, VR-Gaming ist für mich jetzt meine Gaming-Zukunft oder eher nicht. Und es war für mich vielleicht ein Hype und dieses HMD, dieses Headset, dieses verschwindet dann in der Ecke oder du verkaufst es wieder. Da musst du dir bewusst sein, wenn du VR-Gaming angehen willst. Du bekommst jetzt mit dieser HP Reverb ein scharfes Bild in Sachen VR geboten. Du wirst keine Pixel anzählen zu beginnen. Wenn du jetzt Erfahrungen hast mit HMDs, Oculus CV1 beispielsweise, die erste Consumer-Version, oder eine Oculus Quest, die erste Version, oder noch viel schlimmer, die erste PSV1-Version, dann wirst du jetzt sagen, mit so einem HMD in dieser Preisklasse, HP Reverb G1, da machst du einen Mega-Step nach vorne. Wenn du jetzt beispielsweise dies mit PSVR 1 vergleichst, da hattest du ein extrem matschiges Bild, du konntest Pixel zählen, du hattest in der Entfernung eine absolute Unschärfe, du konntest jetzt hier so eine Kurve nicht ansatzweise aus der Ferne erkennen oder du konntest nicht erkennen, dass jetzt hier vor mir so ein kleiner grüner Lotus fährt. Da konntest du nicht erkennen, da ist irgendein Klotz, der aussehen soll wie ein Fahrzeug. Okay, hier machst du einen Mega-Step nach vorne, klarerweise. Du kannst hier in meinen Augen auch performant unterwegs sein. Was heißt performant? Du benötigst klarerweise jetzt, um entsprechend in Sim-Racing-Games gut unterwegs sein zu können, eine Fernsicht. Und die Fernsicht bedeutet, dass du eine Kurve aus einer Entfernung von gut 100, 150 Metern bereits den Kurveneingang gut erkennen kannst, um deine Bremspunkte zu setzen und die Schilder oder deine Markierungen seitlich für deine Bremspunkte auszuloten, zu erkennen. Und das wird dir gelingen, wenn du jetzt mit so einem HMD der Preisklasse rund um HP Reverb G1 unterwegs bist, dann wird dir dies gelingen, auch performen. Ich sehe jetzt hier diese Schilder auf der linken Seite, wo du dann deine Bremspunkte setzen kannst. Ich sehe jetzt aus einer Entfernung, vor mir fährt jetzt ein Porsche. Hier, das ist eine Entfernung von 50, 70 Metern, kann ich klar erkennen, das ist ein Porsche. Und wenn ich näher komme, hier in diesem Bereich jetzt 10 Meter hinter diesem Fahrzeug, kann ich auch den Schriftzug am Heck Porsche zumindest erkennen. Ich kann den nicht knackscharf lesen, erst jetzt, wenn ich dem auf die Stoßstange fahre, da kann ich sogar Porsche 911 Carrera S lesen. Das gelingt wunderbar, aber erwartet auch hier keine Wunderdinge. Dann, wie sieht es jetzt aus mit der Ferne und der Bilddarstellung generell? Du hast jetzt hier bei Brands Hatch einiges an Zäunen, die hier gerendert werden. Zäune, das wisst ihr, da habt ihr diese sehr feine Darstellung. Das heißt, du hast für einen Zaun, für diese Gitter, hast du nur wenige Pixel zur Verfügung, die entsprechend gerendert werden müssen. Und da hast du oft Probleme in Sachen Bildruhe. Gerade in der VR, wenn du jetzt nicht mit hohem Supersampling, Anti-Aliasing hier reinfahren kannst, und das gelingt mittlerweile relativ gut. Das war auch ein Problem der ersten HMDs. Du hattest extremes Flimmern jetzt in der Ferne, gerade bei Darstellungen wie so Zäune oder in anderen Spielen hier bei den Häuserfronten. Das ist jetzt in meinen Augen wesentlich besser geworden. Das heißt, die Bildruhe hat einiges an gewonnen. Gerade wenn du jetzt entsprechender Hardware-Power am Start hast, dann wirst du hier mit dem Supersampling entsprechend hochknallen können, Anti-Aliasing dazu und du wirst eine gute Bildruhe in der Ferne, das heißt wenig Flimmern in der Ferne hier geboten bekommen. Auch das ist mittlerweile sehr angenehm. Was gibt es jetzt noch zu sagen zu diesem HMD, zu dieser HP Reverb G1? Bei dem Tracking, du hast absolut keine Probleme jetzt mit dem Tracking hier beim Sim-Racing. Wenn du jetzt mit dieser HP Reverb, ich habe klarerweise auch natürlich
das Spiel der Spiele, Half-Life Alyx, hier mit meiner HP Reverb durchgezockt mit diesen Controllern. Erwartet euch hier keine Wunderdinge. Du wirst manchmal Tracking-Aussetzer haben. Dieses Tracking über diese Controller ist absolut nicht perfekt. Das ist gut, das kannst du machen, aber performant hier mit Tracking, wenn es bei dir um Wettbewerb geht oder du den Perfektionismus an Tracking am Start haben möchtest, dann wirst du mit diesem Tracking so einer HP Reverb auf Dauer nicht zufrieden sein. Berührt dich jetzt bei mir als 99% Simracer absolut nicht, nur ich möchte dies fairerweise für euch erwähnen. Die hier beste Lösung, klarerweise wissen wir, die Basisstationen von Valve, hier mit diesen Trackern, mit der Valve Index, auch die habe ich getestet, relativ ausführlich. Da wirst du dann in Sachen Tracking, in Sachen Controller-Tracking ein optimales Erlebnis geboten bekommen. Zurück jetzt zur HP Reverb. Wie sieht es jetzt aus mit meinem Sweet Spot? Der Sweet Spot, das wisst ihr, das ist der Punkt, wenn ich jetzt so eine Brille aufsetze, wo ich durch diese Brille scharf durchsehe. Das heißt, du wirst manche Brillen haben, da wirst du diese exakten Millimeter genau über deinem Auge positionieren müssen, um das Maximum an Bildschärfe rausholen zu können. Und bei manchen Brillen, speziell bei Pimax 8K, da habe ich das noch gut in Erinnerung, die hat einen mega großen Sweet Spot. Auch wenn dir die Brille etwas verrutscht ist, hast du immer noch das maximal möglichste scharfe Erlebnis hier durchzugucken. Das ist mit so einer HP Reverb nicht der Fall. Diese Brille, die müsst ihr relativ genau über euren Augen positionieren, die optimale Position für dich finden, um die maximale Schärfe dann zu erzielen. Dann, wie sieht es aus mit der Unschärfe zum Rand hin? Wenn ich jetzt hier aus den Augen etwas nach links schiele, nach rechts schiele, diese Unschärfe zum Rand hin, die ist in meinen Augen hier bei der G1 relativ gut. Ich habe kaum eine Unschärfe hin zum Rand. Das heißt, mein komplettes Sichtfeld, das jetzt in der Brille gerendert wird, das wird scharf dargestellt. Mit der klarerweise deutlichen Einschränkung, du hast immer noch diesen Klobrilleneffekt, das heißt, du hast ein geringes Field of View von um die 100 Grad. Und du siehst jetzt, wenn du dich auch darauf konzentrierst, links und rechts schwarze Ränder, wo dann dein Sichtfeld im Prinzip endet, ein Bereich, der nicht mehr gerendert ist. Das heißt, dein natürliches Sichtfeld, das du jetzt im Alltag hast, das in Richtung 170, 180 Grad mit dem peripheren Sehen geht, das wirst du mit so einer Brille nicht ansatzweise ausloten. Auch dies muss dir jetzt bewusst sein. Was bedeutet dies im Alltag? Ihr wisst, ich bin im echten Leben sehr viel auf Rennstrecken auch unterwegs gewesen, meistens auf Zweirad, aber da habt ihr einen Helm auf und hier Vorsicht, der schränkt euch seitlich die Sicht klarerweise nicht ein. Hier habt ihr ein Visier, das geht fast zurück bis zu den Ohren, um eben genau die Peripheriesicht im echten Rennsport, Motorsport klarerweise zuzulassen, die extrem wichtig für dich ist. Warum ist diese wichtig für dich? Das periphere Sehen übernimmt dann das, was du nicht bewerkstelligen kannst, wenn du dich jetzt voll konzentrierst, einen Scheitelpunkt anvisierst, der soll scharf sein in deinem Sichtfeld. Und du aber trotzdem wissen musst, was neben dir passiert. Jemand, der bremst dich aus, der setzt sich neben dich. Und all diese Sachen, die machst du über das periphere Sehen im Unterbewusstsein. Das gelingt dir mit so einer Brille und einem eingeschränkten Field of View von um die 100 Grad, auch um die 120 Grad nicht. Das, was neben dir jetzt hier passiert im Bereich des Spiegels, das musst du durch bewusste Kopfdrehungen dann ausgleichen, um auch diesen Bereich in ein Sichtfeld zu bekommen. Das heißt, hier hast du einen deutlichen Unterschied zur Realität, zum echten Rennsport, wenn du auf einer Rennstrecke unterwegs bist. Auch das muss dir bewusst sein. Hier stand Jahr 2023, hast du jetzt im Casual-Bereich, im bezahlbaren Bereich noch keine Brille, die ansatzweise ein reales Sichtfeld abbildet, geschweige denn befeuern kann. Hier musst du dann zu Lösungen greifen, wie ich auch dies hatte damals, die Pimax 8K, mit einem mega großen Sichtfeld, das in Richtung der Realität geht, aber im Gegenzug dann die entsprechende Hardware-Power, die so eine riesige Fläche voll befeuern kann, um hier flüssige Bildraten zu erzielen. Apropos Bildraten, eine Bildrate, die für mich flüssig erscheint, ist dann, wenn konstant 90 Bilder pro Sekunde, ich gucke hier unten, hier habe ich dies eingeblendet, anliegt. So sieht für mich Simracing flüssig aus, wenn ich hier mindestens 90 Bilder pro Sekunde flüssig gehalten bekomme. Auch dies ist ein Fakt,
der sehr wichtig ist in Sachen Motion Sickness. Diese Reisekrankheit, dieses Motion Sickness, dieses Problem habt ihr dann bei unkonstanten Bildraten. Dieses Problem habt ihr dann, wenn Inhalte zu unscharf gerendert werden. Und dieses Problem habt ihr auch oft beim Simracing dann, wenn ihr so eine Bewegung jetzt habt, wie klarerweise auf einer Rennstrecke, aber sich euer Sitz nicht mitbewegt. Und üblicherweise, die meisten von euch werden hier jetzt nicht so ein Motion-System um viele tausend Euro am Start haben. Und auch hier heißt es, sich daran zu gewöhnen, dass du eine fixe Sitzposition hast, aber sich in einem Rennspiel in Wirklichkeit eigentlich alles mitbewegt. Und hier gleicht Motion mit diesen leichten Bewegungen, das Bremsen, das Gas geben, die Wankungen zur Seite, die Bodenwellen, dies aus. Das heißt, Personen, die empfindlich auf Motion Sickness reagieren, die fühlen sich in einem Motion Simulator beim Simracing wohler, weil der dir hilft, in dieser VR auch diese echten Bewegungen zumindest nachzuempfinden. Das ist ein Aspekt, den ich von vielen Kunden auch rückgemeldet bekomme, wenn ich jetzt mit Motion aus, Motion ein in VR unterwegs bin, die dann sagen, dies fühlt sich jetzt hier im Simracing Rig mit Motion und VR angenehmer an in Sachen Motion Sickness. Das ist so ein Punkt, den ich auch für euch erwähnen wollte. Was gibt es jetzt noch zu sagen zu dieser Brille und zum Tragekomfort? Eine HP Reverb, diese umschließende Gesichtsmaske. Dieses Ding wird im Sommer speziell relativ warm, hier rund um die Augen. Da beginnst du zu schwitzen. Ich habe dann immer so einen kleinen Ventilator, der mir immer zu eine leichte Windbrise an die Augen bringt oder rund um die Augen, sagen Sie mir mal so, um hier meine Birne etwas abzukühlen. So ein Mini-Ventilator, organisiert euch so ein Ding für 20 Euro. Das macht einen mega Unterschied in Sachen Komfort, wenn du in der virtuellen Realität länger unterwegs bist. Was gibt es jetzt noch mit der HP Reverb zu berichten in Sachen Farbdarstellung? Ihr habt eine sehr neutrale, sehr klare Farbdarstellung. Ihr habt LCD-Displays verbaut. Ihr habt eher durchschnittliche Schwarzwerte. Das heißt beispielsweise, wenn ich mir hier jetzt bei diesem Lotus diese Schattendarstellung unterseitig vom Fahrzeug ansehe, die sieht gut schwarz aus. Also ich kann jetzt hier nicht zum Meckern zu Beginn, also es ist nur ein Grau. Hier kommt es immer dann auf deine Anwendungen an und bei mir mit 99% Simracing, Leute, ganz ehrlich, ob dies jetzt ein LCD oder OLED ist, ich weiß es nicht, ob dies diesen mega Unterschied macht. Beim Simracing in meinen Augen eher nicht. Du hast eine schnelle Bilddarstellung, eine Welt, die schnell an dir hier vorbeizieht. Du wirst dich nicht darauf konzentrieren, ob du ein perfektes Schwarz oder so ein dunkelgrau gerendert bekommst. Auch hier jetzt in meinen Augen Entwarnung. Auch Entwarnung in Sachen Fresnel-Linsen und diesen God-Ray-Effekten. God-Ray-Effekte, das sind diese Effekte, wenn sich jetzt das Licht streut, sprich du hast im Speziellen weiße Schriften oder weiße Objekte auf einem dunklen Hintergrund, auf einem schwarzen Hintergrund, dann siehst du bei diesen Fresnel-Linsen diese üblichen Strahlenbündeln, diese Lichtbrechung, diese God Rays, so nennt man diese Dinger. Auch hier hast du beim Simracing absolut jetzt keine Probleme mit irgendwelchen God Rays. Das ist ein Aspekt, der dich hier jetzt zumindest in den Rennspielen absolut nicht betrifft, nicht beeinträchtigt. Ja, so viel jetzt zu den HP Reverb Erfahrungen, eine Brille, mit der ich als Daily Driver jetzt über 2-3 Jahre unterwegs bin. Ich habe Abnutzungserscheinungen mit diesem Ding. Meine Kopfhörer, die haben Aussetzer. Ich glaube, der linke Kopfhörer, der hat Aussetzer, die habe ich schon längst hier demontiert. Bin nur mehr über den Sound von außen unterwegs oder über 3,5 mm Klinke, wo ich mir meinen Biodynamics Kopfhörer anstecke. Das sind meine Abnutzungserscheinungen mit der Brille. Ich habe auch mal das Kabel tauschen lassen. Das hat diesbezüglich in Sachen Sound keine Abhilfe gebracht. Ansonsten funktioniert dieses Ding bei mir seit 2 Jahren, wenn man dies so sagen kann, einwandfrei. Ich habe keine Pixelfehler. Die Performance dieses Dings ist gut. Dieses Kabel ist relativ dick noch bei der G1-Version. Bei der G2 war dies etwas dünner. Kabel immer noch eine eigentlich störende Sache bei VR, wenn du jetzt in einem Renncockpit sitzt, aber weniger, weil du jetzt keine Bewegung hast, wo du hier herumspringst oder mit Controllern um deinen Kopf herumfuchtelst. Ja, zu den Controllern, über die Controller, über das Tracking hier bei Half-Life Alyx und The Walking Dead Saints and Sinners habe ich für euch durchgespielt oder für mich.
Das Controller-Tracking war mittelmäßig bis bescheiden, so würde ich dies jetzt einmal nennen. Hier darfst du dir absolut keine großen Stücke von so einem System mit Inside-Out-Tracking erwarten, aber bei SimRacing absolut grünes Licht, klare Empfehlung, Inside-Out-Tracking bevorzuge ich hier im Vergleich zu irgendwelchen Basisstationen, die ich dann wieder einrichten, einstellen, um die ich mich kümmern, die ich irgendwo aufhängen muss. Absolut erste Wahl hier mit dem Inside-Out-Tracking beim SimRacing. Jetzt lasst uns hier rausspringen, gleich rüber zu PSVR 2 und dann gebe ich euch wiederum sehr ausführlich jetzt meine Eindrücke wieder und ziehe auch den Vergleich jetzt hier zum SimRacing am PC. Ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Kommen wir jetzt zu meinen Erfahrungen für euch in Sachen PSVR 2. Selbe Strecke, Brands Hatch mit einem BMW M4 hier und der PSVR 2. Wie man dieses Ding anzieht, einstellt, dazu gibt es jede Menge Content im Netz. Da möchte ich euch jetzt nicht länger aufhalten. Du richtest dieses Ding jetzt genau ein über deinen Augen und in Sachen Einrichtung über deinen Augen. Da sind wir bei einem springenden Punkt. Du solltest dies sehr genau tun. Du hast jetzt bei der PSVR 2 einen kleinen Sweet Spot. Das bedeutet, du musst dieses Ding wirklich exakt über deinen Augen einrichten. Hier relativ nah ranfahren und nach oben, nach unten, um eine maximal mögliche Schärfe jetzt zu erzielen. Dann hinten dieses Kopfband fixieren, damit dieses Ding hier auf deiner Stirn ordentlich fixiert ist und auch wenn du den Kopf etwas bewegst, hier genauestens in Position bleibt, um eine maximale Bildschärfe jetzt zu erzielen. Lasst uns jetzt hier einfach auf dieser Strecke gleich weiterfahren und ich habe jetzt ein Problem und zwar einen viel zu lauten Sound. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem springenden Punkt, der jetzt ein Vorteil ist bei PSVR 2. Du drückst diesen Button, du hast eine Pass-Through-Sicht, du siehst jetzt durch deine Brille über diese Kameras da vorne, was hier los ist und du kannst hier ganz gemütlich aufstehen und ich kann, wartet mal, hier meine Fernbedienung schnappen, ohne rumzufummeln zu müssen mit dieser Brille. Ich kann meinen Fernseher jetzt leiser stellen, damit ihr mich besser verstehen könnt. Nichts runterfrickeln, nichts drauffrickeln, zack, hier wieder draufdrücken. Jetzt bin ich wieder im Spiel, habe wieder meine Ingame-Sicht und kann hier entspannt jetzt weiterfahren. Das ist so ein Aspekt, der gefällt mir persönlich extrem gut, den ich oftmals bei meiner HP Reverb vermisse bzw. vermisst habe. So, jetzt sind wir hier im Spiel gelandet und ich habe ja diese Brille jetzt seit einigen Tagen hier bereits im Test. Auch hier dürfte von mir keine Wow, das ist so geil und hin und her Dinge erwarten. Ich gebe euch jetzt wieder ganz neutral und objektiv wieder, was ihr hier geboten bekommt. Meine ersten Testmeter hier in Sachen Gran Turismo war eine positive Überraschung. So viel kann ich euch jetzt an Spannung schon vorwegnehmen. Ich war überrascht über die Farbdarstellung. Ich war überrascht über die für Konsolenverhältnisse gegebene Bildschärfe, Bilddarstellung, die jetzt nicht perfekt ist, um mich jetzt aus den Socken zu hauen, so viel möchte ich dazu sagen, aber die für Konsolenverhältnisse in meinen Augen oder einer Brille in einer Preisklasse um die 600 Euro, das ist bei VR ein Midrange-Bereich, anliegt, dahingehend war ich sehr zufrieden, positiv überrascht in meinen Augen. So jetzt, das waren jetzt meine subjektiven Empfindungen. Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Wie kannst du jetzt diese ganze Bildschärfe vergleichen mit den eben angesprochenen Dingen, die ich mit euch jetzt am PC mit der HP Reverb besprochen habe? Du hast in Sachen Bildschärfe hier über deine Augen bzw. über den Paneelen, wie auch immer, so einen leichten, wie soll ich das jetzt beschreiben, so einen feinen Schleier, so einen leichten Filter, keine Ahnung, wie ich euch das jetzt beschreiben soll, der in meinen Augen etwas an Bildschärfe wegnimmt. Bitte jetzt versteht mich nicht falsch, ihr bekommt hier absolut kein matschiges Bild geboten, nur so dieses letzte knackig scharfe Detail jetzt, wie wenn ich dies jetzt mit meiner HP Reverb G1 vergleiche,
Das habe ich nicht ganz geboten. Lass mich dies jetzt in Zahlen fassen. Keine Ahnung, wenn ich hier jetzt in Sachen Bildschärfe der HP Reverb 100% geben würde, dann würde ich jetzt hier der PSVR 2, keine Ahnung, um die 80, 85% vielleicht geben. Also hier absolut kein Anlass zur Kritik. Entwarnung, alles gut in meinen Augen. Bildschärfe bedeutet, wenn ich jetzt so hinter diesem Toyota Supra hier hinterherfahre, 10 Meter entfernt oder 15, kann ich erkennen, der hat unter dem Toyota-Logo, das kann ich erahnen, einen Schriftzug. Ich weiß, es ist ein Supra, da muss Supra draufstehen, ich kann das nicht komplett scharf lesen. Ich muss jetzt hier wirklich an die Stoßstange ran, um diesen Schriftzug Supra hier unter dem Toyota-Logo zu erkennen. Oder jetzt kann ich klar erkennen, das ist ein Toyota-Logo und ein Supra. Jetzt ist dies wunderbar erkennbar. Hier habt ihr einen leichten Schärfeabfall, der etwas größer ist jetzt wie bei HP Reverb G1. Jetzt gucke ich hier in der Ferne 100 Meter, 50 Meter auf die Kurve. Hier ist klar zu erkennen, du hast eine Kurve, du siehst, wie diese verläuft. Und hier hast du einen Mega-Step, klarerweise zu einer PSVR 1, da hattest du in 50 Metern, konntest du abschätzen, kommt hier eine Kurve oder nicht. Du konntest maximal abschätzen, das ist eine Links- oder eine Rechtskurve, aber dann war hier schon Schluss im Karton. Hier, wenn ich jetzt vorausschaue, diese Rechtskurvenkombination hier, Doppelrechts, wunderbar erkennbar, auch aus der Ferne. Ich kann jetzt diese Schilder hier erkennen, hier steht PlayStation drauf, die Werbung, das kann ich auch lesen, nicht knackscharf, aber ich kann es so erkennen, dass es für mich realistisch aussieht. Ich sehe jetzt zum Beispiel, wie der Toyota Supra durch dieses Gras gefahren ist, das Gras hochgespritzt hat, auch diese Details, die kann ich erkennen. Die Darstellung jetzt bei den Zäunen, über die wir auch bei der HP Reverb gesprochen haben, die ist relativ gut. Ihr habt hier kaum ein Flimmern jetzt aus der Ferne, wenn ich jetzt diese Zäune betrachte. Das sieht in meinen Augen gut gerendert aus und über diesen leichten, wie soll ich jetzt sagen, Unschärfefilter, den hier die Linsen drüber gelegt haben, wird hier auch einiges in meinen Augen kompensiert. So zumindest mein Eindruck. Ja, in Sachen Farbdarstellung eine sehr gute, in meinen Augen eine sehr natürliche Farbdarstellung. Ein gutes, ein sattes Grün, ein ordentliches Weiß. Hier bei diesem Mitsubishi Lancer. Hier dieses Dach schön in schwarz gerendert, der Schatten unter dem Auto, die Auspuffe. Auch dies sieht wunderbar aus. Ich kann erkennen, dieses Fahrzeug hat rechts hinten bereits eine Kollision gehabt, eine Delle, du hast Spuren im Lack zu erkennen, auch dies ist wunderbar. Ihr seht mich dies jetzt alles sehr neutral zusammenfassen, das hat eben den Grund, wenn du jetzt längere Zeit mit VR unterwegs bist, dieser anfängliche Hype-Effekt, der wird sich relativ schnell bei dir einstellen und dies wird zur grenzgenialen Normalität, so würde ich dies sagen. Jetzt, wenn ich abseits meines Video-Capturings für unsere Simracing-Videos am Start bin, wo ich aus Gründen der Einfachheit her immer Monitore verwende, weil dies vom Handling wesentlich einfacher ist als eine Brille am Kopf und weil ich so auch besser mit euch sprechen kann, bin ich jetzt, wenn ich die wenigen Stunden jetzt im Privatleben noch finde, um nur für mich Sim zu racen, ausschließlich mit VR unterwegs, weil ich nach wie vor nach vielen Jahren diese Immersion liebe. Sicherer unterwegs bin, mehr spüre, was mein Fahrzeug macht hier auf der Strecke und diese realistische Größendarstellung 1:1, diese Fahrzeuge sehen aus wie im echten Leben. Dies entsprechend schätze, liebe, mit dem Kopf hier die Scheitelpunkte anvisiere, all dies, wie ich dies bei meinen echten Turns auf echten Rennstrecken im echten Leben natürlich dann auch mache. Apropos anvisieren, wie gelingt dies? Auch hier habt ihr ein deutlich eingeschränktes Sichtfeld. Auch das muss euch bewusst sein, du benötigst Kopfdrehungen, um hier jetzt drüben in diesen Spiegel zu gucken. Das gelingt dir nicht aus der Peripheriesicht, wie jetzt im echten Leben. Auch das muss dir bewusst sein. Wie sieht es jetzt aus mit dem Field of View, verglichen mit der HP Reverb G1? Leute, ich kann euch jetzt hier keine Unterschiede berichten. Das ist genauso eng wie bei der HP Reverb G1. Du hast diesen Klobrillen-Look, wenn du hier durchsiehst, du siehst deine schwarzen Ränder. Wenn du die suchst, wirst du die deutlich erkennen und musst dies dann entsprechend, wenn du auf der Seite, so wie dieses Fahrzeug jetzt erkennen willst, deinen Kopf drehen oder auch, um hier in den Spiegel zu gucken,
Da wirst du mit der Peripheriesicht durch die eingeschränkte Field of View, durch das eingeschränkte Field of View hier keinen Erfolg haben. Das muss dir klar bewusst sein. Du kannst hier mit einem Field of View von rund um die 100, 110 Grad keine Wunderdinge erwarten. Und auch von der Valve Index, die ich am Kopf hatte, diese paar Grad mehr, die reißen in meinen Augen kaum etwas raus. Da musst du in Richtung Pimax gehen und diese 100, was waren das, 170, 180 Grad zumindest in der Diagonalen hier am Kopf haben, um hier ein realistisches Field of View einer VR-Brille geboten zu bekommen. Gehen wir jetzt auf die Bildwiederholrate ein, und das ist ein großer und wichtiger Aspekt, ein extremer Pluspunkt von PSVR 2. Warum? Du hast mit PSVR 2 Eye-Tracking am Start. Eye-Tracking bedeutet, diese Brille weiß, wohin deine Augen, deine Pupillen gucken. Wenn ich jetzt hier nach rechts schiele oder nach links schiele, dann weiß dies die Brille. Und die Brille weiß dann genau, welchen Bildinhalt jetzt du mit deinen Augen fokussiert. Und hier kommt eine Technologie, eine Softwaretechnologie zum Zug, Foveated Rendering, das bevorzugte Rendering sozusagen. Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Am PC ohne das Eye-Tracking heißt es für deinen PC das komplette Bild, den kompletten Bildinhalt in maximaler Bildschärfe zu rendern. Das fordert ordentlich Rechenpower, wie vorher besprochen, um in jedem Bildbereich ein scharfes Bild geboten zu bekommen. Das muss PSVR 2 nicht, weil du, wenn du mit den Augen jetzt einen Bildinhalt fokussierst, sprich hier jetzt nach links schielst, erkennt das Eye-Tracking, du guckst jetzt hier nach links hin, beispielsweise hier zu dem Spiegel rüber, dann wird der Bildinhalt Spiegel und etwas rund um den Spiegel scharf gerendert, und der Rest, den du eh nur in deiner Peripheriesicht wahrnimmst, der wird nicht so detailreich, nicht so scharf gerendert, und das spart enorme Rechenleistung. Fällt dir dies jetzt auf? Und hier kann ich klare Entwarnung geben, dies fällt dir nicht auf. Das gelingt in Millisekunden, dieses Eye-Tracking. Sobald du hier rüber schielst, erkennt dieses Eye-Tracking und dieses bevorzugte Rendering auch Millisekunden ohne jeglichen Lag, rendert dann diesen Bildschirminhalt maximal möglichst und gut. Das heißt, wenn du jetzt einen bevorzugten Bildinhalt hier perfekt renderst und die restlichen 70% des Bildinhaltes vernachlässigen kannst, dann spart dies enorme Rechenleistung, und so schafft es so eine kompakte Konsole, die kaum größer ist als die fette Grafikkarte, die in meinem PC drin hängt. Hier 120 Bilder pro Sekunde und ein absolut flüssiges Spielerlebnis zu zaubern. Das merkst du auch, wenn du hier so seitlich blickst. Eine Bilddarstellung, die sehr anspruchsvoll ist in Sachen Bildwiederholrate. Wenn du hier so seitlich rausguckst und die Bildinhalte seitlich an der Strecke hier beobachtest, hier die Curbs, das ist super wunderbar flüssig. Du hast hier keine Frame Drops, hier fällt dir die Bildrate nie in den Keller. Alles sieht super gut, ordentlich, bestmöglichst gerendert aus. Ein wahnsinniges Plus, um Rechenleistung zu sparen, gleichzeitig ein ordentlich scharf gerendertes Bild bzw. einen Bildinhalt geboten zu bekommen, und das mit überschaubarer Hardware-Power. So heißt dies zusammenzufassen. Das ist im Casual-Bereich 500, 600 Euro. Da können wir jetzt hier von der HP Reverb davon nur träumen. Wenn dies der Fall wäre, mit Eye-Tracking und Foveated Rendering könnten wir abweichen von Unsummen an Grafikkartengeld zu verbraten hier. Du könntest dir entspannt eine 3060 hier verbauen und hättest dasselbe Erlebnis, wenn du jetzt mit einer 3080, 3090, 4070, 4080, 4090 am Start bist, da du extrem an Rechenpower sparen könntest. Hier gibt es ein großes Aber. Eye-Tracking, das ist diese Technologie, die ein HMD, ein VR-Headset, jetzt hardwareseitig verbaut haben muss, so wie PSVR 2 eben. Und der zweite springende Punkt ist, dies muss in der Software in dem Spiel implementiert sein. Das heißt, die Softwareentwickler müssen dieses Feature implementieren. Hier hast du bei einer Vario 2500 Euro HMD am PC. Die hat dieses Eye-Tracking-Feature am Start. Nur welche Anwendungen am PC gibt es, die dieses Eye-Tracking, ich sage bewusst, nativ out of box unterstützen? So gut wie keine, soweit ich weiß. Das heißt, hier liegt dieses Feature brach.
Meistens zumindest brach, weil dies in der entsprechenden Software, in den Rennspielen, wo auch immer, hier nicht implementiert wurde. Großer Pluspunkt hier für PSVR 2 und Gran Turismo, alles nativ, sieht alles wunderbar aus. Was gibt es jetzt noch zu berichten? Unschärfe zu den Rändern hin, auch wenn ich jetzt zu den Rändern der Linsen schiele, der Fresnel-Linsen, sehe ich alles bis zum Rand hin wirklich gut und ordentlich gerendert. Du hast einen minimalen Bereich, gefühlt einen kleinen Finger breit, der dann etwas unscharf wird zum Rand der Linsen und zum Ende meines Sichtfelds. Aber auch hier kann ich Entwarnung geben, wunderbar. Zusammengefasst meine PSVR 2 Testrunden, meine Erlebnisse. Ich hatte auch gestern wieder einen Kunden im Testcenter. Hatte keine VR-Erfahrungen und der war geflasht. Da hatte ich dann dieses Erlebnis für euch, wow, und wie sieht das aus und Wahnsinn und Traum und geil. Aber jetzt von mir ganz nüchtern auf den Punkt gebracht, Sony liefert mit PSVR 2 ab. Das ist in meinen Augen der Megastep von PSVR 1, der Megastep, den ich persönlich auch so erwartet habe. Klar, da liegen einige Jahre Entwicklung dazwischen. Welche Nachteile gibt es? Nach wie vor eingeschränktes Field of View, das muss euch bewusst sein. An die Bildschärfe einer HP Reverb kommt ihr nicht ganz ran, ich würde sagen 80–85%. Wie kannst du dies jetzt auf einem Bildschirm einordnen? Ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt einen Bildschirm, einen großen Fernseher, 50 Zoll Fernseher aus 80–90 cm Entfernung betrachtest und der Bildinhalt in 720p gerendert wird. Das heißt nicht 1080p, geschweige denn 4K. Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Ihr müsst jetzt weg von diesem ganzen Hype, das was euch manche Reviewer versprechen oder die ganze Werbemaschinerie. Bitte vergisst dies, ihr habt ein 4K wie am Fernseher geboten in VR in dieser Preisklasse noch lange nicht. Das muss euch bewusst sein. Das knackscharfe Spielerlebnis, das wirst du in VR Stand 2023 mit HMDs der Preisklasse 500 bis 1000 Euro und auch darüber nicht geboten bekommen. Weg von dem ganzen Hype, realistisch einschätzen. Du hast einen Megastep zu einer alten PSVR 1, du hast einen Megastep zu einer alten Oculus CV1, du hast einen großen Step zu Brillen dieser Bauart, damals HTC Vive und so weiter und so fort. Aber seid euch bewusst, schätzt dies realistisch ein, bleibt hier am Boden, genieße das Erlebnis mit PSVR 2, ob du jetzt Neueinsteiger bist, ob du jetzt upgradest, wie auch immer, und sei dir bewusst mit PSVR 2, hier steckt extrem viel an Technik drin, um 600 Euro, Eye-Tracking, dann in Kombination mit Foveated Rendering und allem drum und dran. In meinen Augen guter Tragekomfort, wenn auch nicht perfekt. Die Vor- und Nachteile, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, und ich fasse für euch jetzt nochmal das Wichtigste in aller Kürze zusammen. Zurück von der Rennstrecke, negative, neutrale und positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 5, die negativen Aspekte. Der sehr kleine Sweet Spot der PSVR 2 ist bemerkbar. Das bedeutet im Alltag, dass die Brille perfekt sitzen muss, um die möglichst beste Sehschärfe zu erzielen. Zweiter negativer Aspekt ist das sehr kleine Sichtfeld. Schwarze Ränder am Rand sind die Folge, die genauso auch bei PC-HMDs derselben Preisklasse der Fall sind. Der Schärfeabfall zum Rand hin, wenn man auf die Seite schielt, ist leicht, aber bemerkbar, wenn du dich darauf konzentrierst. Dies sind aber auch negative Aspekte, die meine HP Reverb G1 betreffen. Ausgenommen beim Sweet Spot, der bei der HP Reverb etwas großzügiger ausfällt. Hier hatte ich mit meiner HP Reverb G2 größere Probleme und dies war auch der Hauptgrund, dass ich am PC wieder zurück zu HP Reverb G1 gewechselt habe. Das dick auftragende Kopfband der PSVR 2 kann am Hinterkopf stören, wenn du dich im Rennsitz gerne nach hinten lehnst. Nach einigen Minuten lassen sich Druckstellen auf der Stirn mit der PSVR 2 nicht vermeiden, die zumindest bei mir auch noch nach einigen Stunden später sichtbar bleiben. Achte darauf im Alltag. HP Reverb trägt am Hinterkopf kaum auf, dafür wird das Gewicht der Brille überwiegend rund um die Augen bzw. auf den Wangenknochen abgestützt. Dies ist unkomfortabel bzw. unkomfortabler als bei PSVR 2 und genauso
gibt es auch hier Druckstellen rund um die besagten Stellen. Und letzter negativer Aspekt bei PSVR 2 ist das zu Release sehr überschaubare Spielangebot. Wie sich dies zukünftig gestalten wird, das bleibt hier und heute abzuwarten, aber hier in meinem Simracing-Kanal sind wir mit PSVR 2 ausschließlich mit Gran Turismo im Moment unterwegs. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Der Preis für die PSVR 2 um 600 € ist hoch angesetzt, aber in meinen Augen nicht unverschämt, wenn man bedenkt, welche Technologie, Stichwort Eye-Tracking, beispielsweise angeboten wird. In Sachen Sehschärfe und Weitsicht komme ich ebenso zu einem neutralen Fazit. Die Ferne ist in Gran Turismo gut erkennbar, knackscharf, aber noch nicht. Gleiches gilt für die Bildruhe bzw. Kantenglättung. An Zäunen ist in der Ferne ein leichtes Flimmern vernehmbar, welches aber nur dezent auffällt, wenn man sich darauf konzentriert. Der Tragekomfort ist neutral, geht für meine Augen in Ordnung. Druckstellen auf der Stirn sind aber wie erwähnt bei meiner Kopfform nicht vermeidbar. Darum auch hier eine neutrale Bewertung. Machen wir weiter mit den positiven Aspekten. Eine sehr benutzerfreundliche Einrichtung mit PSVR 2 und Handhabung und nur ein dünnes und somit sehr flexibles Kabel, welches an der Konsole angesteckt werden muss und fertig. Die Pass-Through-Sicht, worüber ihr die reale Umgebung über die Kameras in der Brille sehen könnt, ohne die Brille abnehmen zu müssen, ist ein deutliches Komfort-Plus, welches ich mir an meiner HP Reverb oder an anderen VR-Brillen ebenso in dieser wirklich guten Qualität wünschen würde. Nächster positiver Aspekt von PSVR 2 ist Eye-Tracking samt Foveated Rendering. Eine stabile Bildrate von 120 Bildern pro Sekunde macht Gran Turismo damit zum superflüssigen Spielerlebnis, trotz der eingeschränkten Rechenpower einer Konsole. Wäre PC VR im bezahlbaren Bereich ebenso mit diesem Feature ausgestattet, könnten wir uns Unsummen an Kosten für High-End-Grafikkarten sparen. In Sachen Panel rangiert PSVR 2 mit OLED über meiner HP Reverb G1 mit LCD. Farben werden besser dargestellt, ebenso die Schwarzwerte. Das Tracking des HMDs gibt in Gran Turismo keinen Grund zur Kritik. Bei der Horizon Demo hatte ich mit den Controllern ebenso keine Probleme mit PSVR 2 Tracking. Kommen wir zum Fazit und zur Kaufempfehlung. Vor dem Fazit bitte ich, dass du erstmal jeglichen Hype, den du jetzt über das Netz aufgesaugt hast, ablegst. Das kostet dir im Fall der Fälle nur unnötig Geld und Zeitaufwand und eventuell Ärger. In Sachen VR musst du vor der Anschaffung klar deinen Einsatzzweck definieren. Als Simulator-Fan, der mit Rennspielen eine Langzeitmotivation mitbringt, kann VR ein sinnvolles Upgrade oder zumindest eine sinnvolle bzw. wertvolle Ergänzung für dich sein. VR und Monitor-Gaming können auch parallel zueinander existieren, je nach Spieleauswahl und der jeweiligen Stimmung, die man selbst eben an den Tag legt. Ohne einen für dich langfristig definierten Einsatzzweck wird VR nach dem anfänglichen Hype nach 1-2 Wochen in einer Ecke verstauben und das finde ich persönlich schade und unterm Strich zu teuer. Nach vielen Jahren VR, auch abseits von Simracing, kann ich die Blockbuster-VR-Spiele an einer Hand abzählen. Das ist an erster Stelle Half-Life Alyx, leider nur auf dem PC, Lone Echo und dann muss ich schon wieder überlegen zu beginnen. 99% aller erscheinenden VR-Anwendungen sind Schrott oder nur Tech-Demos. Das muss einem bewusst sein. Ob und wie Sony mit PSVR 2 wertvolle Spielerlebnisse, vollwertige Spiele abseits des VR allerleis an den Start bringen wird und somit Langzeitmotivation bringt, das werden wir sehen. Insofern du dich aber für VR entscheidest, bietet dies den Mehrwert, Dinge in realen Größenverhältnissen zu erleben und in den Raum eintauchen zu können. Ich hatte von Triple-Monitor-Setup, 3D-Setup bis Beamer und Co. jedes System am Start, aber in Sachen realer Immersion ist VR absolut unerreicht und für mich nach vielen Jahren noch immer das Maß der Dinge. PSVR 2, ja oder nein? In meinen Augen ein klares Ja. PlayStation setzt mit PSVR 2 Maßstäbe in Sachen Technik im sehr bezahlbaren Bereich. Eye-Tracking samt Foveated Rendering, 120 Hz Display, OLED, Benutzerfreundlichkeit und eine für Konsolenverhältnisse großartige Bilddarstellung lassen so manches PC VR HMD in dieser Preisklasse alt aussehen, beziehungsweise würden wir uns wünschen, diverse Features wie Eye-Tracking samt Foveated Rendering auch im bezahlbaren Bereich geboten zu bekommen und so könnten wir uns Geld an Hardware-Power ersparen.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 500 € für Konsole und 600 € für PSVR 2 stimmt auf alle Fälle, auch wenn dies dem Mainstream-Anwender auf den ersten Blick teuer erscheint. PC-VR Gaming mit entsprechender Hardware-Ausstattung, entsprechender Power, die kostet das Doppelte bis Dreifache, punktet aber im Gegenzug durch die erweiterten Möglichkeiten und eine größere Spieleauswahl, gerade was den Simracing-Bereich betrifft. Hier sind wir zum PSVR 2 Release lediglich mit Gran Turismo 7 unterwegs. Ob F1 ein PSVR 2 Upgrade bekommt, das werden wir auch sehen und können wir nur hoffen. Am PC ist F1 in der 2022 Auflage mit VR bereits am Start. Zum Schluss mein Tipp: VR kann man nicht erklären und keine 1000 VR-Reviews werden dir beantworten können, ob du mit VR etwas anfangen kannst oder nicht. Nutze die Möglichkeit, VR einmal selbst zu erleben und erst dann weißt du, woran du bist, und passend dazu zum spannenden Ausblick. Weiter geht's bei mir mit einigen Kundenbesuchen von euch in meinem Simracing Testcenter, auf die ich mich wie immer freue und wo PSVR 2 und die neuen EasyTech Direct Drive Wheelbases im Moment im Fokus von euch stehen. Daneben arbeite ich an den angekündigten EasyTech Wheelbases Reviews, Testvergleiche mit Fanatec, SimuCube und so weiter, Pedal-Reviews und am Ascher Racing F64 V3 Lenkrad Review. Vielen Dank fürs Dabeisein, und wenn du mich unterstützen willst, dann würde mich dies freuen. Schluss mit der Bettlerei, alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung, also dann bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Liebe Grüße von eurem Ron.